I see a way out of it. It's much there are all sorts of issues and circumstances there. We've been subjected. Prinz Edward war schon immer von den strengen Regeln und der öffentlichen Kontrolle des königlichen Lebens umgeben gewesen, aber nichts hätte ihn auf den Sturm vorbereiten können, der sich im Schloss zusammenbraute. Gerüchte über eine verborgene Wahrheit über seine Abstammung verbreiteten sich wie ein Lauffeuer und zwangen ihn zu einer unmöglichen Entscheidung. Mit der unerwarteten Entscheidung, einen DNS-Test zu machen, bereitete sich Edward auf die Enthüllungen vor, die dieser bringen würde. Sobald er den Umschlag mit den Ergebnissen erhielt, überkam ihn ein Gefühl der Unruhe. Begleiten Sie uns bei der Erforschung dieses unglaublichen Ereignisses und untersuchen Sie seinen Einfluss auf Edward und die Monarchie. Hattest du jemals den Verdacht, dass die Vaterschaft von Prinz Edward in Frage gestellt war? Kommentiere unten 1 für Ja oder 0 für Nein. Und jetzt lass uns direkt eintauchen. Insiderquellen zufolge hat sich Prinz Edward vor kurzem einem privaten DNA-Test unterzogen, einer, der die Gerüchte ein für alle Mal zum Schweigen bringen sollte. Doch statt einer Bestätigung enthüllten die Ergebnisse ein Geheimnis, das jahrelang verborgen war. Der Test hat angeblich bewiesen, dass Prinz Edward mit bestimmten Mitgliedern der königlichen Familie nicht biologisch verwandt ist. Ja, Sie haben richtig gehört. Seine Vaterschaft ist nicht das, was die Welt glaubt. Und die Identität seines wahren Vaters ist sogar noch schockierender. Seit langem kursieren Gerüchte über die engen Freundschaften von Queen Elizabeth, vor allem in ihren jüngeren Jahren. Einige königliche Historiker behaupten, dass sie während ihrer frühen Ehe mit Prinz Philipp eine tiefe Verbindung mit einem hochrangigen britischen Aristokraten einging. Und jetzt glauben Experten, dass dieser Mann Edwards biologischer Vater sein könnte. Aber könnte der Palast das die ganze Zeit gewusst haben? Nach den schockierenden Ergebnissen ist Prinz Edward Berichten zufolge am Boden zerstört. Aus dem Umfeld des Königshauses heißt es, dass er sich verraten fühlt und seinen Platz in der Monarchie in Frage stellt. Nun hat er den mutigen Entschluss gefasst, die Beziehungen zur königlichen Familie abzubrechen. Das bedeutet, dass er keine offiziellen Pflichten mehr hat, keine königlichen Veranstaltungen mehr durchführt und möglicherweise sogar auf königliche Titel verzichtet. Und wenn dies wahr ist, könnte es die größte königliche Umstrukturierung seit Jahrzehnten bedeuten. Sollte Prinz Edward wirklich abtreten, könnte dies die gesamte Erbfolge verändern. Wird König Karl die schockierende Wahrheit anerkennen? Oder wird der Palast versuchen, dies zu verheimlichen? Eines ist sicher, diese Enthüllung könnte die königliche Geschichte für immer verändern. Die Gerüchte verbreiteten sich. Zu Beginn des Jahres 2024 tauchte das Gemurmel aus den Schatten der Londoner High Society in Form einer Reihe von schwachen Wellen auf. Es war ein subtiles, aber hartnäckiges Gerücht, das sich zu häufen begann. Wie wahr war es? Dass Prinz Edward ein Windsor? War? Zunächst schien es sich nur um einen weiteren unbestätigten Bericht zu handeln, der sich in die nicht enden wollende Flut königlicher Gerüchte einreihte. Doch innerhalb weniger Wochen entwickelte sich daraus ein regelrechter Medienrummel. Wie die Schlagzeilen der Boulevardpresse zeigten, stand die Vaterschaft von Prinz Edward immer noch zur Debatte. Ein Skandal hat das Potenzial, die königliche Familie zu destabilisieren. Als die Geschwister von König Karl III. Plötzlich ins Rampenlicht gerieten, fand sich Edward, der lange Zeit als der ruhigste und gehorsamste der Brüder bekannt war, im Rampenlicht wieder. Die Gerüchte, die über seine Eltern kursierten, verbreiteten sich im Vereinigten Königreich und im Ausland und brachten ihn in den Mittelpunkt eines Skandals, den er nicht verursachen wollte. Die Gerüchte besagten, dass ein streng geheimer DNA-Test der Schlüssel zur Aufdeckung der Wahrheit sein könnte, der möglicherweise Licht in die jahrzehntelange Geschichte des Königshauses bringen würde. Im Buckingham Palast, der für die Öffentlichkeit gesperrt war, herrschte eine Atmosphäre spürbarer Beklemmung. Berichten zufolge war König Karl, der bereits die Last seiner neuen Herrschaft zu tragen hatte, verständlicherweise wütend. Den Quellen zufolge war er fest entschlossen, die Monarchie vor weiterem Schaden zu bewahren, da der Skandal eine Bedrohung für das Erbe darstellte, das seine Familie aufgebaut hatte. Während dieser Zeit war die Erinnerung an Königin Elisabeth II., die im September 2022 verstorben war, in der ganzen Atmosphäre zu spüren. Ihre unerschütterliche Hingabe an den Thron war der Kitt, der die Familie während früherer Krisen zusammenhielt. Doch nun, da sie verstorben war, sah sich die Monarchie mit einer der brennbarsten Herausforderungen konfrontiert, die sie je erlebt hatte.
Das Schweigen des Palastes goss nur Öl ins Feuer der Spekulationen. Einige Personen behaupteten, dass Königin Elisabeth in den 1960 Jahren Gefühle für einen attraktiven Adligen entwickelt hatte, was zu Gerüchten über eine heimliche Romanze zwischen den beiden führte. Andere Leute stellten auch Unterschiede in Edwards Aussehen im Vergleich zu dem seiner Geschwister fest, was das Feuer der Verdächtigungen weiter anfachte. Wäre es möglich, dass der bescheidenste aller Könige aus einem ganz anderen Geschlecht stammte? Edward fühlte sich, als würde er von dem nicht enden wollenden Klatsch und Tratsch erdrückt werden. Bei jedem Auftritt diente ihm die öffentliche Meinung als Prüfstein, um die versteckte Botschaft hinter jeder Geste zu entdecken. Seine Freunde berichteten, dass er zwar sehr verzweifelt, aber standhaft war, doch selbst er konnte die Zweifel, die sich in seinem Kopf aufbauten, nicht ganz unterdrücken. Obwohl jeder Tag neue Anschuldigungen und Veränderungen mit sich brachte, schienen die Gerüchte unnachgiebig zu sein. Als sich eine Person meldete, die anonym bleiben wollte, und sagte, sie habe Beweise für Edwards wahre Herkunft, wurde das Geheimnis noch komplizierter. Ein Journalist einer Boulevardzeitung wurde von der Quelle darüber informiert, dass das, was sie wisse, alles völlig verändern würde. Und ihre kryptischen Kommentare lösten in den Medien einen Sturm der Entrüstung aus. Die Vorfreude auf die verblüffenden Enthüllungen verbreitete sich wie ein Lauffeuer, sodass sowohl die Bevölkerung als auch die Monarchie auf die Auswirkungen der Nachricht vorbereitet waren. Ende des Jahres 2024 überraschte Edward das Land mit der Ankündigung, dass er seine Pflichten als Mitglied der königlichen Familie aufgeben wolle. Aufgrund der Plötzlichkeit des Wechsels fragen sich die Zuschauer, was ihn zu diesem Zeitpunkt bewogen hat. Wollte er einfach nur den ständigen Untersuchungen entgehen? Oder wollte er sich von einer Tatsache distanzieren, die besonders schmerzhaft war? Während die königliche Familie mit dem zunehmenden Skandal zu kämpfen hatte, beobachtete das Volk die Situation aufmerksam. Könnte es sein, dass die Wahrheit über Edwards Abstammung Geheimnisse enthüllt, die über seine königlichen Verbindungen hinausgehen? Glauben Sie, dass die Windsors alles tun würden, um ihr zerbrechliches Erbe zu retten? Die Ereignisse, die sich jetzt abspielen, werden sie dazu bringen, alles zu überdenken. Britische Royals mit mutmaßlich unehelichen Kindern. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass die königliche Familie mit solch interessanten Behauptungen konfrontiert wird. Die Diskussionen über den DNA-Test von Prinz Edward haben in den letzten Jahren für Aufregung gesorgt. Um zu verstehen, welche Muster und Umstände sich hinter diesen Behauptungen verbergen, sollten wir einen Schritt zurückgehen und vergleichbare Geschichten aus der Vergangenheit untersuchen. In der Geschichte des britischen Königshauses waren Kinder von unehelichen Eltern alles andere als selten. Zahlreiche königliche Persönlichkeiten waren in außereheliche Affären verwickelt, die zur Geburt von Kindern führten, die häufig öffentlich anerkannt wurden. Was aber ist mit den Kindern, deren Umstände weiterhin im Dunkeln bleiben? Es ist möglich, dass die derzeitige königliche Familie mehr Geheimnisse verbirgt, als wir von ihrer Existenz wissen. Die Möglichkeit, dass Prinz Harry nicht das echte Kind von Prinz Charles ist, sondern der Sohn einer anderen Person, ist ein interessantes Thema, das im Laufe der Beziehung der beiden aufgeworfen wurde. Heinrich VIII, der berüchtigte Monarch, dessen Regierungszeit von bedeutenden Veränderungen im religiösen Glauben geprägt war, veränderte nicht nur den Weg, den die englische Geschichte nehmen sollte, sondern er war auch kein Unbekannter in Bezug auf skandalöse Beziehungen. Es wurde allgemein angenommen, dass Heinrich der Vater einer Reihe von Kindern war, die nicht von ihm stammten. Heinrich war dafür bekannt, dass er 6 Ehefrauen hatte, von denen 2 auf seinen Befehl hin getötet wurden. Es stimmt, dass er die Geburt eines Sohnes, Henry Fitzroy, der von seiner Mätresse Elizabeth Blount geboren wurde, offiziell anerkannte. Fitzroy wurde als eine Art königlicher Erbe betrachtet, um zu zeigen, dass Heinrich in der Lage war, männliche Erben zu zeugen, obwohl er nicht in die Erbfolge aufgenommen wurde. Dies hinderte den König jedoch nicht daran, sich um weitere Kinder zu bemühen, die nicht aus einer Ehe stammten. Die Kinder von Mary Boleyn, darunter Henry und Catherine Carey, sollen von Henry gezeugt worden sein, so die Gerüchte, die im Umlauf waren. Die Tatsache, dass Maria die Schwester von Anne Boleyn, der zweiten Ehefrau Heinrichs, war, verlieh diesen Anschuldigungen einen noch stärkeren Sinn für Intrigen. Heinrich III., der das ganze 12 Jahrhundert hindurch regierte, soll etwa 20 Kinder gezeugt haben, die nicht wirklich seine waren. Und es ist möglich, dass er noch viel mehr hatte. Die Tatsache,
dass er dazu neigte, Beziehungen zu diesen Nachkommen aufzubauen, indem er ihnen Titel verlieh und sie strategisch heiratete, könnte darauf hindeuten, dass er bewusst versuchte, seine Autorität zu erhöhen. Eine dieser Verbindungen betrifft eine walisische Prinzessin namens Nesta, die die Mutter einiger seiner angeblichen Nachkommen gewesen sein könnte. Diese Erzählungen sind jedoch weiterhin hypothetisch. Spulen wir ins 20. Jahrhundert vor, so finden wir uns in der Gegenwart von Prinzessin Margaret wieder, der jüngeren Schwester von Königin Elisabeth II. Margaret soll zahlreiche sexuelle Kontakte gehabt haben, unter anderem mit prominenten Persönlichkeiten wie Mick Jagger und Pablo Picasso. Sie war für ihren trotzigen Geist und ihren skandalösen Lebensstil bekannt. Die verblüffendste Behauptung kam jedoch von Robert Brown. Der behauptete, er sei das älteste Kind von Prinzessin Margaret. Diese Behauptung sorgte für das meiste Erstaunen. Brown behauptet, dass Margaret und Peter Townsend, ein Offizier der Royal Air Force, eine geheime Verbindung hatten, die während der gesamten Zeit, in der er geboren wurde, bestand. Um einer peinlichen Situation zu entgehen, behauptet er sei in einer anderen Familie aufgewachsen. Seine Bemühungen, dies auf juristischem Wege nachzuweisen, haben jedoch bisher zu keinem Ergebnis geführt. Prinz George, Herzog von Kent, der jüngere Bruder von Edward VIII und George VI, ist eine weitere königliche Person, die Gegenstand von Gerüchten ist. Der wilde Lebensstil von Prinz George, zudem auch Gerüchte über Beziehungen zu Männern und Frauen sowie über ein Drogenproblem gehörten, machte ihn zum Gegenstand von Klatsch und Tratsch in der Boulevardpresse. Noch skandalöser waren die Behauptungen, dass er Kinder außerhalb der Öffentlichkeit hatte. Die Idee, er sei der Vater von Michael Temple Canfield, dem Sohn der amerikanischen Prominenten Kiki Preston, ist eine der Geschichten, die am längsten im Umlauf sind. Es wurde sogar behauptet, dass er ein Kind mit der Romanautorin Barbara Cartland gezeugt hat, die später die Stiefmutter von Prinzessin Diana werden sollte. Andererseits gibt es keine konkreten Beweise, die diese Anschuldigungen stützen könnten. Obwohl es Wilhelm VI. Nicht gelang, mit seiner Frau einen rechtmäßigen Erben zu zeugen, hatte er keine Probleme, mit seiner langjährigen Geliebten Dorothea Jordan Kinder zu zeugen. Das Paar hatte im Laufe seiner 20-jährigen Beziehung 10 gemeinsame Kinder. Dennoch verließ Wilhelm sie schließlich, um eine politisch besser geeignete Frau zu heiraten. Das Geheimnis um seinen Stammbaum wurde durch den schrecklichen Tod seiner legitimen Kinder noch weiter verschlimmert. In jüngster Zeit geriet auch König Karl III. In das Kreuzfeuer königlicher Gerüchte. Dies ist erst in jüngerer Zeit geschehen. Simon Charles Durante Day, ein Australier, hat eine Behauptung aufgestellt, die sehr faszinierend ist. Er behauptet, dass er der verborgene Sohn von Charles und Camilla ist und dass er vor dem Beginn ihrer öffentlichen Beziehung gezeugt wurde. In ihren letzten Momenten behauptet er, dass seine Großmutter ihm die Identität seiner biologischen Eltern offenbart hat. Der hypothetische Aspekt dieser Erzählung bietet Gelegenheit für mehr Interesse, obwohl er keinen DNA-Beweis erbracht hat und Charles die Behauptung zurückgewiesen hat. Dann ist da noch die umstrittene Frage nach der Heirat von Prinzessin Diana mit Prinz Charles. Der Ehebruch, der ihre Beziehung belastete, war sowohl für Charles als auch für Diana ein Problem, da sie beide Beziehungen außerhalb ihrer Ehe hatten. Über Dianas Romanze mit Army Captain James Hewitt wurde ausführlich berichtet. Und die starke Ähnlichkeit zwischen Prinz Harry und Hewitt hat einige Leute zu der Annahme veranlasst, dass Harry das Kind von Hewitt sein könnte. Der Zeitpunkt spricht jedoch nicht für diese Behauptung. Was denken Sie über diese Angelegenheit? Teilen Sie uns in den Kommentaren Ihre Ideen mit. Die königliche Familie war im Laufe ihrer Geschichte dafür bekannt, eine Reihe von Geheimnissen zu bewahren. Es herrschte die weit verbreitete Meinung, dass Richard III eine Reihe von Kindern hatte, die nicht wirklich von ihm stammten. Zu diesen Nachkommen gehörten ein Sohn namens John of Gloucester und eine Tochter namens Catherine Plantagenet. Die Möglichkeit, dass Richard heimlich weitere Kinder gezeugt hat, Weezy, B. Richard of Eastwell, ist eines der Geheimnisse, die sich im Laufe der Geschichte erhalten haben. Das Leben Karls II. War durchdrungen von Hedonismus und Klatsch und Tratsch, einschließlich der Gerüchte über einen Sohn namens James de la Cloche, der möglicherweise der uneheliche Nachkomme des Königs war. Diese Gerüchte kursierten während der gesamten Regierungszeit von Karl II. Die Identität seiner Eltern wurde erst nach dem Tod Karls II. Aufgedeckt, und es ist möglich, dass er der berüchtigte Drahtzieher hinter der Verkleidung war. Doch wie viele andere königliche Gerüchte wurde auch dieses nie nachweislich bestätigt. Nicht zuletzt ist auch Prinz Edward,
der zweite Sohn von Königin Elisabeth II. Gegenstand von Gerüchten, die besagen, dass er möglicherweise nicht rechtmäßig geboren ist. Obwohl es keine stichhaltigen Beweise für diese Anschuldigungen gibt, halten sich die Vermutungen hartnäckig, was dem komplizierten Erbe der königlichen Familie noch mehr Rätsel aufgibt. Wenn es um Kontroversen und Geheimniskrämerei geht, ist das britische Königshaus im Laufe der Jahrhunderte kein Unbekannter gewesen. In Anbetracht der Tatsache, dass es eine große Anzahl unehelicher Nachkommen gibt, die im Schatten liegen könnten, haben sich einige Geschichten als unwahr herausgestellt, während andere weiterhin verlockend unbegründet sind, was uns dazu veranlasst, uns zu fragen, wie viele Geschichten, die nicht aufgedeckt wurden, in der Geschichte der königlichen Familie verborgen sind. Die heimliche Liebe von Königin Elisabeth. Diese Liebesgeschichte war nicht nur eine Erzählung über Leidenschaft, Trotz und große Opfer, sondern auch eine, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die Entwicklung der Geschichte haben sollte. Während ihrer Teenagerjahre begann Elizabeth, die atemberaubende Prinzessin, die eines Tages Königin von England werden sollte, eine romantische Beziehung mit einem attraktiven jungen Mann namens Philipp. Diese Romanze sollte schließlich dazu führen, dass Elizabeth Königin von England wurde. Elizabeth war sofort von ihm fasziniert, weil er so groß war, so gut aussah und so freundlich war. Elizabeth war schnell überrumpelt. Sie schwor sich, ihn zu heiraten, ungeachtet der Schwierigkeiten, die in ihrer Beziehung auftauchten. Doch es gab ein Problem, und zwar ein sehr großes. Philipp wurde, obwohl er vor der Familie von Elisabeth den Titel eines Prinzen trug, nicht als geeigneter Bewerber für Elisabeth angesehen. Die tragischen Umstände, die sich ereigneten, führten dazu, dass seine königliche Abstammung befleckt wurde. Als Folge des Verlusts des Königreichs seiner Familie in Griechenland war er gezwungen, in ein neues Gebiet umzusiedeln und verarmte infolgedessen. Schlimmer noch, es tauchten Geschichten über seine Vergangenheit auf, die zu der Frage führten, ob er ein guter Kandidat für die zukünftige Rolle der Königin von England sein würde. Ihr Vater, König Georg VI., war der festen Überzeugung, dass diese Verbindung nicht aufrechterhalten werden konnte, und er war sich absolut sicher, dass sie nicht fortbestehen konnte. Die Familie von Elizabeth bemühte sich, die sich anbahnende Affäre zu beenden, um ihre Tochter zu schützen. Diese Personen gingen davon aus, dass sie ihn im Laufe der Zeit vergessen würde. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erkannte König George die Gelegenheit, die beiden physisch zu trennen, und schickte Philipp in eines der gefährlichsten Kampfgebiete. Dies geschah, um die beiden voneinander zu trennen. Man ging davon aus, dass die Herausforderung der Reise über eine große Entfernung und die mögliche Gefahr ihre Beziehung dauerhaft zerstören würden. Andererseits hatte die königliche Familie nicht mit der ruhigen Entschlossenheit von Elizabeth gerechnet. Dies war etwas, womit sie nicht gerechnet hatten. Elizabeth fand Mittel und Wege, um ihre Verbindung während des Krieges aufrechtzuerhalten, indem sie Philipp geheime und private Briefe schickte. Dies geschah trotz der Gefahren, die damit verbunden waren. Als sie seinen Brief endlich erhielt, war sie von dem Inhalt, den sie darin entdeckte, völlig überwältigt. Genauer gesagt, wenn ich diesen Krieg überlebe, werde ich jeden, auch den König selbst, herausfordern, dich zu heiraten. Seine Bemerkungen bestärkten sie in ihrer Entschlossenheit, und sie verhielt sich fortan entgegen den Wünschen ihrer Familie. Dass Philipp den Krieg überlebte und den Weg zurück nach England fand, war ein Wunder, das nicht von ungefähr kam. Wie er versprochen hatte, begab er sich zu König Georg VI. Und hielt im Namen der britischen Regierung offiziell um Elizabeths Hand an. Gegenüber Eurer Majestät äußerte er sich dahingehend, dass ihn die Zuneigung, die er zu eurer Tochter hege, Punluige. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dank Ihrer Hingabe erscheinen selbst die abscheulichen Taten, die während des Konflikts begangen wurden, allmählich unbedeutend. Philipps Kühnheit und Ehrlichkeit inspirierten den König, der schließlich auf Philipps Forderungen einging, jedoch nicht ohne bestimmte Bedingungen an seine Kapitulation zu knüpfen. Für Philipp war es von entscheidender Bedeutung, dass er seinen griechischen Familiennamen aufgab und alle Verbindungen zu seiner persönlichen Geschichte löste, um seine Verpflichtungen zu erfüllen. Um Elizabeth heiraten zu können, musste er ohne Bedenken seine Zustimmung geben, was bedeutete, dass er seine Abstammung aufgab. Das Paar heiratete in einer Zeremonie, die die ganze Nation in ihren Bann zog. Auch wenn andere Mitglieder der königlichen Familie von Zeit zu Zeit ihre Unzufriedenheit mit dem Verfahren äußern. In den ersten Jahren ihrer Ehe erlebten die beiden ein großes Glück. Im Laufe von 5 Jahren wurde das Paar mit 2 Kindern gesegnet.
und ihre Verbindung schien für alle Beteiligten unzerstörbar zu sein. Ihre Freude wurde jedoch durch eine Katastrophe getrübt, die ihr weiteres Leben für immer verändern sollte. Die schreckliche Nachricht wurde Elizabeth und Philip während einer offiziellen Reise nach Kenia mitgeteilt. Die Reise diente dem Zweck, nach Kenia zu reisen. König Georg VI war verstorben. Elisabeth wurde im Alter von 25 Jahren Königin von England, obwohl sie bisher nur als Königin Elisabeth bekannt war. Die Last der Krone stellte die Ehe der beiden vor zusätzliche Herausforderungen, die sie zuvor nicht bewältigt hatten. Philipp kämpfte mit der Verantwortung, die seine Stellung als Gemahl mit sich brachte und die ihn zwang, seinen Stolz regelmäßig zu unterdrücken. Ihm wurde geraten, den Familiennamen Windsor, der Elizabeths Familienname ist, an ihre Nachkommen weiterzugeben und nicht seinen eigenen Familiennamen, Mountbatten. Der Grund dafür ist, dass Elizabeth der Patriarch der Windsor-Familie ist. Die Tatsache, dass Philipp sich sogar bei der Krönung seiner Frau vor ihr verbeugen musste, empfand er als äußerst demütigendes Verhalten. Obwohl er diese Einschränkungen verabscheute, machte er sie aus Liebe und Pflichtgefühl mit. Letztendlich verstieß Elizabeth gegen eine königliche Norm, weil sie sich der Opfer bewusst war, die Philipp gebracht hatte. Nachdem einige Jahre vergangen waren, legte sie Wert darauf, dass ihre Kinder den Namen Mountbatten Windsor erhielten. Mit dieser Geste wollte sie die Leistungen ihres Mannes würdigen. Die beiden waren 70 Jahre lang verheiratet und damit die längste Ehe der Geschichte. Damit ist sie die älteste königliche Beziehung in der Geschichte der Welt. Andererseits gab es einige Gerüchte über die Geschichte der beiden, die im Umlauf waren. Im Laufe der Zeit wurden Nachforschungen über Philipps Vergangenheit und die Opfer, die er brachte, um Mitglied der königlichen Familie des Vereinigten Königreichs zu werden, angestellt. Seine Geschichte sollte voller Geheimnisse sein, die nie ganz aufgeklärt werden könnten, so eine Denkschule innerhalb der Gemeinschaft. Die Tatsache, dass ihr jüngster Sohn, Prince Edward, im Mittelpunkt der Verdächtigungen steht, hat nur dazu beigetragen, die Geheimnisse, die sie umgeben, noch zu vergrößern. Es ist wahrscheinlich, dass es Geheimnisse um seine Abstammung gibt. Aber es ist auch möglich, dass es sich dabei um reine Erfindungen einer Öffentlichkeit handelt, die sich mit Klatsch und Tratsch beschäftigt. Diese Hypothese fügt einer ohnehin schon komplizierten königlichen Geschichte eine weitere Ebene von Geheimnissen hinzu, obwohl es keine Beweise für die aufgestellten Behauptungen gibt. Als Elizabeth erfuhr, dass Philipp im Alter von 99 Jahren verstorben war sie völlig verstört und verzweifelt. Danach gab ihr Sohn, der heutige König Karl III., eine Erklärung ab, in der er darauf hinwies, wie sehr der Verlust sie verletzt hatte. Es war das erste Mal, dass ich sie in einem so zerbrechlichen Zustand erlebt habe, wie er sagte. Im Alter von 96 Jahren verstarb sie an den Folgen der rapiden Verschlechterung ihres Gesundheitszustands nach dem Tod Philipps. Sie hinterlässt eine Nation, die ihr Ableben betrauert. Die Liebesgeschichte von Elisabeth und Philipp war geprägt von Widerstand, Hartnäckigkeit und unerschütterlichem Engagement auf beiden Seiten. Dies war während der gesamten Geschichte der Fall. Sie war nicht ohne Herausforderungen, aber die Opfer, die sie brachten, und das Engagement, das sie füreinander aufbrachten, führten zu einem Band, das angesichts der Anforderungen, die die Krone an sie stellte, seine Stärke bewahren konnte. Sie haben ein unauslöschliches Vermächtnis hinterlassen, das Menschen auf der ganzen Welt fasziniert und daran erinnert, dass selbst im außergewöhnlichsten Leben die Kraft der Liebe universell ist. Liebe und Selbstlosigkeit haben eine unsichtbare Spur in ihrem Erbe hinterlassen. Das Vermächtnis der Treue. Im Laufe ihres Lebens hinterließ Königin Elisabeth II. Ein unglaubliches Vermächtnis an Treue, die sie nicht nur ihrem Amt als Monarchin, sondern auch ihrer Familie entgegenbrachte. Ihr unbeirrbares Pflichtbewusstsein, ihre Hingabe und ihre Eleganz hinterließen einen unvergesslichen Eindruck bei denen, die in ihrer unmittelbaren Umgebung waren, insbesondere bei ihrem jüngsten Sohn, Prince Edward. Während ihrer erstaunlichen 70-jährigen Regierungszeit etablierte sie sich nicht nur als ein Symbol der Stabilität und Stärke für die Nation, sondern sie entwickelte auch ein zutiefst persönliches Vermächtnis der Liebe, Hingabe und stillen Beharrlichkeit, das weiterhin inspiriert. Ihr unerschütterliches Engagement für die Monarchie war die treibende Kraft für ihre Loyalität zur Monarchie. Trotz der Tatsache, dass sie mit persönlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und von der Öffentlichkeit kritisch beäugt wurde, blieb die Königin unerschütterlich in ihrem Engagement,
dem Volk des Commonwealth und des Vereinigten Königreichs mit unerschütterlicher Hingabe zu dienen. Die Unerschütterlichkeit ihrer Arbeitsmoral, die Gelassenheit, mit der sie auftrat, und ihre Fähigkeit, sich den ständig wechselnden Strömungen der Geschichte anzupassen, zeugten von ihrer Stabilität. Diese Standhaftigkeit war nicht nur ein öffentliches Merkmal, sondern auch ein Eckpfeiler ihrer privaten Beziehungen. Und sie hatte einen bedeutenden Einfluss auf das Leben ihrer Kinder. Aus der Sicht von Prinz Edward war das unerschütterliche Engagement der Königin für ihre Familie und ihre Pflicht ein Leuchtfeuer der Orientierung. Edward, das jüngste Kind der Familie, profitierte von dem Wissen und der Erfahrung, die seine Mutter im Laufe ihres Lebens erworben hatte. Indem sie ihm einen Sinn für Ausgeglichenheit vermittelte, lehrte sie ihn eine wichtige Lektion, die ihm helfen sollte, die Strapazen des königlichen Lebens zu meistern und gleichzeitig sein eigenes Vergnügen in den Vordergrund zu stellen. Die Ideale, die Edwards Mutter ihm zeitlebens vorgelebt hat, spiegeln sich in der eher zurückhaltenden Art und Weise wider, in der er seine Aufgaben wahrnimmt, in der Tatsache, dass er seiner Familie einen hohen Stellenwert einräumt und in seiner Entscheidung für eine eher private und friedliche Lebensweise. Die unerschütterliche Hingabe der Königin an ihren verstorbenen Mann, Prinz Philip, war ein weiterer Faktor, der Edward stark beeinflusste. Ihre 70-jährige Ehe, die auf gegenseitigem Respekt und unerschütterlicher Unterstützung beruhte, entwickelte sich zu einem schillernden Beispiel für die Kraft der Zusammenarbeit und der Beharrlichkeit. Edwards eigene Ehe mit Sophie, Gräfin von Wessex, ist ein deutliches Beispiel für die Wirkung, die dieser Ansatz hatte. Sie haben ihre Kinder, Lady Louise Windsor und James, Earl of Wessex, mit demselben Verantwortungsbewusstsein und derselben Vorsicht erzogen, die die Königin unterstützte. Gemeinsam haben sie eine Familie aufgebaut, die stark und gefestigt ist. Elisabeth hinterlässt ein Vermächtnis des Engagements, das über ihre unmittelbare Familie hinausgeht. Dies soll eine Erinnerung an die dauerhafte Kraft sein, die aus Liebe, Aufopferung und Engagement erwächst. Für Prinz Edward und die Generationen, die nach ihm kommen werden, wird ihr Beispiel weiterhin als unerschöpfliche Quelle der Motivation dienen, die ihren Ursprung in der bescheidenen Kraft hat, die ihr erstaunliches Leben charakterisierte. Aus diesem Bericht geht klar hervor, dass Elisabeth keine Untreue beging, die zur Geburt eines unehelichen Kindes geführt hätte, im Gegensatz zu dem, was man über Prinz Edward glaubte. Aber was sagt uns das über das Gesamtbild der Geschichte der königlichen Familie? Bleiben Sie dran, um mehr zu erfahren. Was ist die Wahrheit? Prinz Edward, der jüngste Sohn von Königin Elisabeth II, und Prinz Philip stand im Mittelpunkt einer eigenen Gerüchteküche. Die britische Königsfamilie war schon immer ein Magnet für Vermutungen, und Prinz Edward fand sich im Zentrum seines eigenen Informationssturms wieder. Gerüchte machten die Runde, die durch seine vermeintlichen Unterschiede zu seinen Brüdern sowie durch seine ruhige und nachdenkliche Haltung genährt wurden. Einige Leute haben die Vermutung geäußert, dass Edward möglicherweise nicht der wahre Sohn der verstorbenen Herrscher ist. Die Anschuldigungen reichten aus, um seine Stellung in der königlichen Familie in Frage zu stellen und die Medien in Aufruhr zu versetzen, auch wenn es dafür keine Beweise gab. Das Szenario ähnelte den Schwierigkeiten, die sein Neffe, Prinz Harry, durchgemacht hatte, zumal auch er hartnäckigen Nachforschungen über seine Herkunft ausgesetzt gewesen war. In dem aufschlussreichen Buch mit dem Titel »Spare« schildert Prinz Harry seinen Kampf gegen ähnliche Anschuldigungen und legt den emotionalen Tribut offen, den solche Gerüchte von einer Person fordern können. Edward war gezwungen, sich nicht nur mit der öffentlichen Beschäftigung mit Skandalen auseinanderzusetzen, sondern auch mit seinem eigenen Identitätsgefühl, was für ihn ebenso schwierig war. Ein offizieller DNA-Test wurde durchgeführt, um die Verdächtigungen ein für allemal aus der Welt zu schaffen. Dies war der Moment, in dem die Grenze überschritten wurde. Folglich gab es keinen Raum für Zweifel. Tatsächlich war Prinz Edward zu diesem Zeitpunkt der rechtmäßige Nachkomme von Königin Elisabeth II. Und Prinz Philip. Die Untersuchung bestätigte nicht nur seine Stellung innerhalb der königlichen Abstammung, sondern setzte auch den unbegründeten Gerüchten ein Ende, die seit geraumer Zeit im Umlauf gewesen waren. Obwohl Edward nach Erhalt der Bestätigung ein Gefühl der Erleichterung verspürte, war die Erfahrung, die zu dieser Bestätigung führte, für ihn äußerst prägend. Edward entschied sich für eine vorsichtigere Herangehensweise, im Gegensatz zu Harry, der seine Geschichte mit Hilfe seines Buches offen zur Sprache brachte.
Er begegnete dem Unglück mit Würde und weigerte sich, sich von dem Medienrummel bestimmen zu lassen, wer er als Mensch ist. Seine Standhaftigkeit wurde durch die hartnäckigen Gerüchte auf die Probe gestellt, aber letztendlich halfen sie ihm, widerstandsfähiger zu werden. Trotz allem, was geschah, verlor Edward nie seine Familie, seine königlichen Pflichten oder seine unbedingte Treue zum Königreich aus den Augen. Die Ergebnisse des DNA-Tests bedeuteten nicht nur einen Wendepunkt für Edward, sondern auch einen Wendepunkt in der Sicht auf seine Rolle innerhalb der Monarchie. Er konnte daraus gestärkt und selbstbewusst hervorgehen, was andere Zweifler zum Schweigen brachte. Obwohl das Ereignis traumatisch war, erwies es sich als ein prägendes Kapitel in seinem Leben. Es war eine Demonstration seiner Fähigkeit, den Sturm der öffentlichen Kritik mit Selbstbeherrschung und Entschlossenheit zu überstehen. Die Geschichte von Prinz Edward ist eine Geschichte des stillen Mutes und der Beharrlichkeit. Es ist möglich, dass die unbegründeten Gerüchte ein Versuch waren, seine Identität zu beschädigen. Dennoch gelang es ihm, sich darüber hinwegzusetzen, was seine Widerstandsfähigkeit und seine Hingabe an seine Familie und seine Aufgaben unter Beweis stellte. Schließlich wurde er durch die Wahrheit noch widerstandsfähiger, was ihn zu einer noch mächtigeren Stütze innerhalb der königlichen Familie machte. Infolge der DNA-Ergebnisse konnte Prinz Edward den jahrelangen Mutmaßungen ein Ende setzen und seine Hartnäckigkeit unter Beweis stellen. Seine Stellung als legitimer König wurde bekräftigt. Dies ist ein königlicher Skandal wie kein anderer. Aber was denken Sie? Sollte Prinz Edward die königliche Familie für immer verlassen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Und wenn Sie königliche Neuigkeiten, schockierende Geständnisse und Dramen hinter den Kulissen lieben, vergessen Sie nicht, die Seite zu liken, zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.